Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist Talk aus den Soundstar Studios. Mein Name ist Buschbayer. Wir haben heute einen wundervollen Gast namens Per Quist. Per Quist ist da. Er ist ehemaliger süddeutscher Freestyle-Meister. Er streamt seine Freestyles auf Instagram, auf Twitch. Er ist bekannt für sehr tiefe Texte. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und viele von euch haben es noch nicht getan. Abonniert den Kanal, liked den Kanal und kommentiert drunter. Viel Spaß. Ich mach einen Schritt rein in deine Welt. Du gibst mir einen Blick, ich vergess mich selbst. Es gibt kein Zurück, sie sagen Zeit ist Geld. Wir sind unterwegs, bis das alles hier zerfällt. Und wir fahren, jede Sekunde, Minute, Stunde, Tage, Monate, Jahre, ohne Ziele zu haben. Und wir fahren auf allen Fahrten und Gassenbahnen, Brücken und Straßen, lassen uns vom Rückenwind tragen. So, schön, dass du im Studio bist. Per Quist ist heute hier zu Gast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus, vielen Dank für die Einladung. Erste Frage wie immer, wie bist du zum Rappen gekommen? Was hat dich dazu gebracht, anzufangen zu rappen? Oder ich stelle die Frage um, wie ist der Rap zu mir gekommen? Könnte ich ja auch fragen. Oder vielleicht Hip-Hop im Allgemeinen wahrscheinlich. Genau, erzähl mal. Ja, also haben ja schon viele, die vor uns hier waren, gesagt. Und ich denke, meine Geschichte wird da bestimmt ähnlich sein. Ich war jung und irgendwann kam die Mucke zu mir, vor allem durch meinen Bruder. Der hat mega viel Hip-Hop gehört damals. Ich würde sagen, ich war, glaube ich, jetzt muss ich lügen, ich glaube 10 oder 11. Da habe ich mir die Wu-Tang Forever, das Album, gekauft. Oh ja, stark. Ja, das war auf jeden Fall das erste Album und das hat mich richtig hart gepackt. Eigentlich strange, wenn ich es heute mir nochmal anhöre, das Album, dann war es eigentlich schon derb, so vom Sound und schon echt abweichend von dem, was damals so Pop war oder was man, also ich war so in der, weiß nicht, 5., 6. Klasse oder so und war halt schon echt anderer Sound und deswegen habe ich vielleicht die Frage umgedreht, weil gut, man ist noch jung, man hat noch nicht so viel Lebenserfahrung und so weiter. Heute sehe ich es natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, die Musik kommt oft zu einem. Man selber ist wie so ein Resonanzkörper, der auf eine bestimmte Beschwingung, die auf einen kommt, reagiert. Und entweder man ist so drauf, durch seine Lebenserfahrung, durch seine Prägung, dass man damit was anfangen kann, oder es geht halt an einem vorbei. Manchmal löst es auch was ganz anderes aus, ja, Wut oder sowas, oder man lehnt es voll ab. Aber ich denke, wenn was richtig einfährt, dann sind da schon bestimmte Muster, die angesprochen werden. Und das war damals auf jeden Fall die Wu-Tang Forever bei mir richtig krass. Also ich weiß auch nicht, was da genau das Ausschlaggebende war. Die RZA Beats oder vor allem auch Method Man, Old Dirty Bastard. Das war neu, das war frisch, das gab es noch nicht. Das war raw, das war dirty. Das war irgendwie ein Mix aus Straße und diesem Kung-Fu-Styles und auch diesen Samples, die sie mit drin hatten. Das Triumph, was dann auch als Video rauskam, war natürlich heftig. Die ganzen Rapper, wie sie halt auch dargestellt wurden als einzelne Charaktere. Ja, ich würde sagen, das war der Startschuss. Ich will jetzt nicht zu lange darüber erzählen, aber das war auf jeden Fall die Initialzündung, dass ab da mein Herz für Hip-Hop geschlagen hat. Und dann ging es auch recht schnell los. In der 5. oder 6. Klasse habe ich mein erstes Referat, das ich jemals gehalten habe, direkt mal über Rap und Hip-Hop. Habe dann gleich mal die ganze Geschichte erzählt, wie es von Afrika nach New York gekommen ist, wie später von New York nach Europa gekommen ist. Und zu der Zeit habe ich dann auch vom Film Space Jam, da gab es ja den Song Hit 'em High, der hat auch mega eingefahren und da auch dann viele Künstler eben kennengelernt, neue auch, die es eben dann irgendwie in dem Game gab und dann hat sich das entwickelt. Ja. Also so fing es auf jeden Fall mit dem Ami-Rap an und später kamen dann die Beginner dazu, Sammy Deluxe, richtig heftig. Du hast ihn ja auch schon interviewt, David P., Plan 58, die Freestyle-Platte. Hey, David P., welche Kammer auch immer, danke Mann, du hast mein Leben verändert. Ja. Also das war einschneidend, das war richtig einschneidend. Plan 58 hat alles verändert, würde ich sagen. Also wirklich, das kann man ohne Witz sagen. Es war so neu, dass es München war. Das konnte man nicht glauben. Dass es Freestyle war, das konnte man nicht glauben. So,
es ging nicht in meinen Kopf rein, dass das möglich ist. Heute ist es natürlich was anderes. Jetzt mache ich es ja mittlerweile selber. Und da ging es dann natürlich auch los. Da sind wir auf die ersten Freestyle-Sessions. Wir haben uns im Park getroffen. Irgendwer möchte gern zum Beatboxen angefangen. Irgendeinen Scheiß aufgerappt. Das war auch völlig egal. Es ging um die Gaudi. Und mit der Zeit ist es halt besser geworden. Viele haben, glaube ich, in meiner Zeit zum Rappen mal angefangen, so hobbymäßig oder so. Einfach mal, ich will es jetzt auch mal tun. Und bei manchen wieder dasselbe. Die Resonanz, bei manchen ist das hängen geblieben. So, wow, das ist was für mich. Da bekomme ich auch Feedback und so, dass das cool ist. Ich habe Bock auf Texte, ich habe Bock auf Reime, Poesie, habe aber auch Bock auf diesen Style, also auch Klamotten und so zu reden. Man hat auch immer einen gewissen Slang dann gehabt oder irgendwelche Zeichen oder allein wie man sich schon reingehauen hat. Ja, so bestimmte Sachen, das war einfach Hip-Hop und ja, die Subkultur ist ja da gerade so entstanden eigentlich. Und man war quasi, also sie gab es schon davor, dass sie da war und man konnte dann damit einsteigen. Und ich glaube, mit dieser Generation, goldene Ära auch in Deutschland, 98, Beginner, David P., also Main Concept, Sammy Deluxe und die ganzen großen Koryphäen, später dann Savage noch, wo es ja dann weiterging. Man war Teil davon. So, das war natürlich auch magisch. Es ist was passiert und man war Teil davon und hat gemerkt, krass, hier entsteht eine völlig neue Kultur und man selber prägt sie jetzt gerade im Moment mit den Klamotten, die man anhat, mit dem ganzen Style, den man fährt und es kommt immer neue Mucke raus und plötzlich kann man sich auch aussuchen, was ist geil, die Styles verändern sich. Erst war viel, wie soll man sagen, also dieser Hamburger Hip-Hop, Stuttgarter Hip-Hop natürlich auch ganz krass, Freundeskreis, ja. Da war massive, das war richtig heftig, was da kam und später dann Berlin, das hat auch uns auch angesprochen, also als Savage kam mit, ich glaube, Plattenpapst und King of Rap. Hey, das lief auf unseren Tape-Decks rauf und runter. Klar, ich meine, wir haben noch ganz oldschool die Ghetto Blaster gehabt, ja, und dann haben wir da unsere Tapes reingeschmissen und sind mit denen dann im Sommer rumgecheckt, so als Clique, ja, irgendwie, also ich komme ja aus der Vorstadt Germering und das ist eine Stadt, die ist tot, da geht eigentlich gar nichts, ja. Da ging damals schon nichts, da geht heute noch viel weniger. Und wir waren aber dann, da haben sich die wenigen, die es halt dann gab, auch gefunden und die hingen dann halt auch ab. Und die wollten halt dann ihre Straße, die sie halt so kennengelernt haben durch den Hip-Hop, auch auf die Straße bringen. Und haben wir auch gemacht. Ja. Das Ganze hat sich dann, wenn ich noch ein bisschen erzählen soll, das Ganze hat sich dann noch gewandelt. Also es ging dann auch in die Richtung DJing, Turntablism. Beat Junkies waren dann irgendwann mal richtig groß. Da fing es dann auch bei mir an, so ein bisschen abzuschweifen vom deutschen Hip-Hop. Weil als ich das dann entdeckt habe, Beat Junkie, Turntablism, DJ Q-Bird, Redmatic, DJ Babu und so weiter, das war richtig heftig. Das war andere Welt. Und da ging es dann auch bei mir los, dass ich Bock hatte, selber zu produzieren. Und es ging gar nicht mit dem Rappen los bei mir. Bei mir ging es mit dem DJing los. Tatsächlich habe ich mir als erstes Plattenspieler gekauft, einen Mixer und eben für die Tapes, weil damals gab es ja eigentlich nur Tapes. Es gab zwar Discmans, aber die konntest du nicht wirklich nach draußen tragen. Also du konntest eine CD nicht irgendwo draußen abspielen. Da hast du schon Tapes gebraucht, weil dafür gab es ja die Ghetto Blaster. Und dann musste man sich seine Tapes erstellen. Und ich bin erst ganz spät mal nach München gefahren, habe da den Mighty Weenie und so ausgecheckt, weil ich einfach auch noch ein bisschen zu klein war in der Zeit. Grüße an den Olli. Und dann hat man sich selber die Tapes erstellt. Also habe ich mir Platten irgendwo geholt, habe dann meinen Record-Button gedrückt und habe dann versucht, da Übergänge zu machen, dann auch ein bisschen scratchen und so weiter. Darüber sind wir dann auf die Instrumentals gekommen, die auf den Platten mit drauf waren. Und plötzlich hatten wir dann auch Beats, auf die man rappen konnte. Dann kam der Plan 58 Einfluss und da haben wir gesagt, hey, wir freestylen jetzt auch. Und dann haben wir angefangen, neben diesem Beatbox, was schon in Parks und so war, auch auf die Beats zu freestylen, Mikro einzustöpseln in den Mixer von dem Plattenspieler. Dann hatte man billig Mikrofone, da hat man seine Anlage daheim, 2 Stereoanlage, ja, hat man dann laut gemacht, wie es geht, endes scheiß Signal, egal, scheiß drauf, Hauptsache Gaudi, ja. Die Mutter daheim entgenervt, die Nachbarn und so weiter. Und ja, hey, so ging's los und dann hat sich alles entwickelt.
Lass mal über deinen Content reden. Dein Content ist ein bisschen anders. Du machst sehr diepe Texte, sehr nachdenkliche Sachen. Bist sehr bedacht auf Message und eher so diese Conscious-Rap-Schiene. Wie kam es dazu, dass du in die Richtung gegangen bist? Also ich habe ja noch nicht so viel rausgebracht. Ehrlich gesagt ja nur ein DIY-Album, wenn man es so nennen möchte. Und allgemein Releases sind ein bisschen rar bei mir. Wird sich jetzt hoffentlich noch ändern. Also da ist einiges in Planung. Darüber reden wir später. Darüber reden wir noch. Ja, was soll man sagen? Also es war schon immer wieder dasselbe wie vorhin mit dem Hip-Hop. Ja. Wie kommen diepe Gedanken zu einem oder wie kommt man selber zu diepen Gedanken? Es sind natürlich Informationen, die auf mich einprasseln, sei es jetzt durch Gespräche. Da trifft man dann einfach die richtigen Leute und die packen die richtigen Themen aus und da bleiben einfach Sachen hängen und mit denen beschäftigt man sich weiter. Da ist natürlich eine Menge passiert. Dann muss man dazu sagen, wir sind die Generation, die noch analog gelebt haben und dann wurde alles digital. Sprich, als plötzlich das Internet verfügbar war und zwar in der Art und Weise, dass du YouTube-Videos schauen konntest. Da waren natürlich dann, oder diese Google-Videos gab es ja früher auch noch. Das gibt es heute, glaube ich, nicht. Nee, gibt es nicht mehr. Ne? Weil Google hat ja dann YouTube aufgekauft. Aber es gab Google-Video und YouTube und da war plötzlich riesen Content verfügbar an Wissen, an Informationen. Das gab es ja vorher so gar nicht. Vorher war man irgendwie angewiesen auf Leute, wo man wusste, okay, die haben einigermaßen Plan. Also alle möglichen Themen. Ja? Gesellschaftliche, philosophische, spirituelle, oder einfach so, was in der Stadt halt abgeht oder sonst was. Und plötzlich konntest du auf das, was du dir schon angeeignet hast, noch das Wissen oben drauf packen, das du quasi global aus dem Internet saugen kannst. Und da hatte ich auf jeden Fall eine krasse Phase, wo ich mir das Hardcore gegeben habe. Weil ich war schon immer so auch, wenn Menschen offen waren und mit mir sprechen wollten, dann war ich da auch quasi, habe ich da auch das Wissen aus ihnen, wenn sie es geben wollten, rausgesogen und das dann auch zu meinem gemacht. Und das war im Internet eigentlich auch so. Und plötzlich, boom, hast du diese Informationsflut. Und hey, klar, da habe ich mich mit allem Möglichen, ich habe mir alles reingezogen. Also das ist heute natürlich auch noch so, aber heute kann ich es differenzierter betrachten. Ich bin auf alle möglichen Filme hängen geblieben. Also ich hatte meine spirituellen Phasen, meine philosophischen Phasen, meine verschwörungstheoretischen Phasen. Also alles. Ja, da kannst du auch keine Tabus geben. Du kanntest es ja vorher gar nicht. Ja. Und natürlich, das hat alles angefangen, mich hart zu prägen. Und das hat vor allem riesige Fragen aufgeworfen. Also man gibt sich eine Menge Informationen, sprich, da entstehen aber auch weitere Fragen. Also wenn das zum Beispiel kritische Informationen sind, dann möchtest du ja wissen, okay, krass, aber warum ist es denn jetzt so? Und irgendwie mein Weltbild sah doch davor anders aus. Wie kann denn das sein, dass jetzt die Welt doch irgendwie anders ist und so? Und das war dann, als ich es ein bisschen übertrieben hatte, glaube ich, bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Also ich will nicht von einer Depression sprechen, aber es war schon so, dass existenzielle Fragen auf dem Spiel standen, die mir niemand einfach mal so beantworten konnte und die konnte mir auch das Internet nicht beantworten. Und dann habe ich versucht, mich den großen Denkern hinzugeben und habe ein Philosophiestudium begonnen und dann habe dann an der LMU Philosophie studiert und das hat natürlich mein Bewusstsein dann extrem erweitert. Also es hat nicht wirklich die Antworten gegeben, es hat nicht wirklich die Fragen beantwortet, aber es hat eigentlich nur neue Fragen gestellt, aber in eine andere Richtung dann. Und man kam dann eher mit solchen Gedanken in Berührung wie, die Wahrheit existiert gar nicht. Also das war mir nicht von vornherein klar. Ja, ich bin schon eher so aufgewachsen und erzogen worden, dass bestimmte Institutionen oder die Schule oder Wissenschaft die geben dir Wahrheiten. Und so ist dann die Welt. Und dieses Bild, das existiert dann. Aber es muss nicht so sein. Also spätestens jetzt weiß ich, es ist natürlich nicht so. Die Wahrheit an sich ist eine Illusion und die existiert nicht und die können wir auch nicht wissen, die können wir nicht erfahren. Die kann nur wirken, das Wahre in der Welt kann nur wirken auf uns und wir müssen halt schauen, was wir damit machen, wenn wir uns überhaupt auf die Suche danach begeben. Das ist natürlich zu fragen, bedeutet zu suchen.
Ja, also jemand, der sich auf die Suche begibt, bedeutet, er stellt Fragen, vor allem an sich selber. Die Antworten will man dann von außen haben, aber die gibt es nicht immer von außen. Weil das Außen hat diese Antworten gar nicht. Alle möglichen Leute haben eine super Meinung zu allen möglichen Themen. Auch jetzt zu Corona und so weiter. Aber sie können dir nicht die Wahrheit sagen. Ob du sie dir dann selber sagen kannst, das liegt dann bei dir. Naja gut, du siehst, ich schweife gern ab, ja, und rede da gern viel. Und ja, das spiegelt sich dann auch wieder in meinen Songs, in meinen Texten. Es ist ein Medium, Rap. Ich wollte jetzt Poesie sagen, aber das ist eigentlich nie mein Thema gewesen. Reime, also das rhetorische Mittel Reime, zusammen mit, jetzt in meinem Fall, deutsche Sprache, daraus Rap zu machen. Also sprich mit Flow, mit dem Rhythm in der Stimme, was zu kreieren, was dann eben bei Leuten ankommt, die eben auch, weil sie durch die Resonanz darauf reagieren. Es gibt Leute, da rappe ich was vor, das geht an denen vorbei wie so ein Wind. Und es gibt Leute, boom, da passiert was, da kommt was an und dann gibt es auch eine Gegenresonanz. Zum Beispiel, sie reagieren auf mich. Sie wollen mir dann Applaus geben oder sie wollen anfangen mit mir zu sprechen, sie kontaktieren mich oder so, oder sie hören den Song immer wieder. Ja, was auch immer, gibt es ja verschiedene Reaktionen. Oder ich werde eingeladen zu einem Interview, ja. Es ist ein Medium, und das sehe ich mittlerweile allgemein so bei Musik, es ist ein Medium, miteinander Kontakt aufzunehmen und in Verbindung zu treten. Ich weiß, dass Musik und auch Rap vor allem, gerade heutzutage, da geht es auch viel darum, die sehen das als Medium, um Geld zu machen. Aber darum ging es mir nie. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so wenig Releases. Ich mache das viel für mich so im stillen Kämmerlein. Da wird geschrieben, da werden Beats produziert und so weiter. Wenig wird letztendlich veröffentlicht, weil da auch mein Anspruch halt immer sehr hoch ist, dass das Content sein soll, der dann vielleicht beim Einzelnen auch was bewegen kann. Deswegen zählt auch jedes Wort. Und bin halt auch dann mal hardcore kritisch mit mir. Dann kann ich einfach was schnell produzieren und sagen, das hau ich jetzt, dann mache ich jetzt noch ein Video und dann hau ich das jetzt raus. Und dann mache ich jetzt irgendwie alle 3 Wochen oder in so einem Rhythmus. Ich verstehe, wenn man es macht, absolut. Bin ich auch vollkommen down damit und habe höchsten Respekt davor, wenn das Leute so durchziehen und dann auch richtig guter Content dabei rauskommt. Aber das ist dann schon wirklich eher, dass man sich dem Business hinwendet. Was auch ein Ansporn sein kann. Also ein Unternehmen führen, und sei es nur das eigene als Musiker, ist ein Ansporn, ist eine Herausforderung, der man sich bestimmt gerne hingibt und so. Verstehe ich voll. Aber ich sehe es jetzt nicht bei mir als meine Hauptansporn, morgens aufzustehen und irgendwas zu machen. Ich sehe es aber als einen riesen Ansporn zu sagen, ich schaue mir die Welt an, ich schaue mir mich an, ich schaue mir mein Umfeld an. Ich möchte gern zu den Leuten sprechen oder mit ihnen in Kontakt treten. Was habe ich für Möglichkeiten? Rap und Hip-Hop ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Du hast ja verschiedene Projekte. Es gibt ja PerQuist und es gibt PerQuist mit Motivmusik. Genau. Was hat dich dazu bewegt, so dieses Motivding aufzuziehen, quasi eine Art Band zu starten? Ja, das hat sich ergeben, wie das meiste. Das war eigentlich wenig geplant. Der Zufall spielt in meinem Leben, glaube ich, immer, wahrscheinlich in jedem Leben, eine ganz große Rolle. Also Motiv ist die Band. Motiv besteht aus Trash BBX, Beatboxer, war auch schon mal, was war es, ich glaube Züricher Vizemeister und glaube ich auch süddeutscher Champion mal im Beatboxen und Beat Producer auch, auf jeden Fall. Da hat er mittlerweile, ich glaube, 3 oder 4 EPs oder Alben draußen. Und ich habe seine ganzen Schritte verfolgt. Ja. Ich weiß noch, die ersten Beats, die er mir vorgespielt hat, wo wir noch zusammen im Studio waren und die so ein bisschen gemischt haben und so. Und was dann entstanden ist, also ist krass. Und da merkt man sofort, wenn jemand so richtig Passion hat und für was brennt und richtig Bock drauf hat und dann, was da für eine Entwicklung innerhalb kürzester Zeit rauskommt. Absolut. Und das ist halt, und er ist halt aber auch so, es ist Training. Also für ihn ist Standard, abends, Stunde 2 hinhocken, Beats machen. Gehört ganz normal dazu. So wie jeder seine Rhythmen hat. Und da passiert dann auch einfach was.
Ich glaube, mit ihm war es so, dass er irgendwann mal als Highlight quasi so dazu kam in die Show, die wir damals hatten. Ich habe ja das Eukalyptus-Album rausgebracht mit DJ Buck damals und wir hatten dann immer wieder Shows. Das Album ist aber halt an sich so, würde ich sagen, schwer auf die Bühne zu bringen. Also da ist viel Inhalt drin, da sind auch Skits und Turntablism-Geschichten und so weiter. Und deswegen hatten wir eigentlich immer ein Problem damit, eine ganze Show zu füllen, weil die Songs, die wirklich so showtauglich sind, das sind nicht so viele gewesen auf dem Album. Und dann mussten wir immer so ein bisschen was draufpacken. Und da kam irgendwann der Trash BBX ins Spiel, den wir dann gesehen haben, mit ihm in Kontakt gekommen sind, uns angefreundet haben und dann gesagt haben, hey komm, lass mal dich doch dazu nehmen und so. Und über ihn sind wir dann auch irgendwann auf den Dr. Love gekommen. Dr. Love ist der Trompeter von der Band Motiv. Die beiden hatten schon in der Vergangenheit, weil auch der Dr. Love beim Wasim zum Beispiel gern mit auf der Bühne ist und mit der Trompete begleitet. Er hatte ja früher auch noch eine andere Band, also er ist ja Musiker, Instrumentalist, das heißt Motiv ist eine von seinen Bands quasi. Ob es jetzt die Hauptband ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, sondern wie es bei jedem so ist, ja, ich als Rapper bin ja auch in unterschiedlichen Projekten unterwegs und beim Trash BBX ist es das Gleiche. Also haben wir ihn kennengelernt, er ist dazugekommen und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir sind jetzt hier schon auf der Bühne als Perquist, DJ Buck, Trash BBX und Dr. Love. Das ist zu lang, das kannst du einem Veranstalter nicht so verkaufen und allgemein kann sich keine Sau merken, wer war jetzt eigentlich gerade auf der Bühne. Ja? Wir haben gesagt, wir brauchen einen Namen. Und dann haben wir uns irgendwann festgelegt, dann wurde es Motiv. Der DJ Buck ist dann noch raus aus der Band. Der macht jetzt viel bei der Crew und so weiter. Also er geht eher den DJ-Turntablism-Weg. Und wir haben uns ganz fest auf Live fokussiert. Also die Band wurde gegründet, um live zu spielen. Die Musik, die wir machen, ist für die Bühne gedacht, weil ich eben glaube, dass da die Musik passiert. Also ist schon cool, wenn man sich auf Spotify und so weiter anhören kann, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das so als wie so eine Fahrstuhlmusik nur noch so nebenbei gehört wird, während man in der U-Bahn sitzt oder während man daheim irgendwie seine Wäsche macht oder sonst was und halt vielleicht noch auf Party, wenn man weg ist oder in den Bars so als Hintergrundgeräusch, aber nicht mehr so eine krasse Bezug da ist. Ich meine, wer weiß es nicht noch von früher CDs, da hast du dir eine im Monat gekauft und dann wurde die Hardcore durchgehört. Da war ein richtiger Bezug dazu da. Du hast dieses Ding geliebt, du hast es dir angeschaut, du hast vom Booklet, jedes Blatt verschlungen, ja, was war da noch versteckt irgendwo oder so. Und das gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. Du hast es online auf deinem Smartphone, dann ein Cover und deswegen die Musik soll live passieren. Da schaut man den Leuten in die Augen, da kann was überschwappen. Jetzt gibt es natürlich, wenn man kurz den Schwenk noch machen will zu den Texten, weil die sind auch in der Band nach wie vor kritisch. Es ist zwar ein Motivprojekt, ich würde jetzt als Perquist, als Solo wahrscheinlich nochmal was anderes machen, auch von den Texten her, aber trotzdem fließt natürlich das mit ein. Also es bleibt kritisch, es bleibt nachdenklich, nur vielleicht ein bisschen smoother, bisschen verträglicher für die breitere Masse auch. Und jetzt ist es halt so bei Live, wenn da jemand hinkommt, der hört dir zu, der feiert das vielleicht ab, aber er versteht jetzt nicht jedes Wort und fängt da an, große Gedankenspiele nachzuvollziehen oder irgendwie auf Reim-Patterns da jetzt einzugehen oder so. Der will einfach unterhalten werden. Ja, man hat Bock auf einem Konzert unterhalten zu werden und für manche ist Unterhaltung, dass sie da stehen, zuhören und sagen, wow, geil, coole Texte oder so, kann ich mich mit identifizieren oder finde ich geil, dass sowas auch auf der Bühne passiert und manche wollen einfach nur einen geilen Beat und einen Flow, der passt mit Beatbox noch und Trompete und halt abfeiern. Und wir wollen beide bedienen eigentlich. Für manche ist Unterhaltung auch auf einem Konzert zu stehen und das Handy hochzuhalten, das ganze Konzert durch und den anderen zu zeigen, wie geil man ist, dass man gerade auf dem Konzert ist. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, ich meine, es ist halt auch irgendwo eine neue Welt, in der wir leben. Genau, und die Generation, die mit dem Smartphone jetzt groß geworden ist, die hat das auch in ihr Leben integriert.
Die Frage absolut, ist, ja. wenn man selber in der Generation groß geworden wäre, würde man dann heute anders handeln? Das ist schwer zu sagen. Aber jemand, der halt groß geworden ist, wo das nicht so, der auf Konzerten war, auf seinen ersten Konzerten, das sind immer oft die bleibenden, ja, oder so die heftigsten, wo man mal richtig abgesprungen ist und danach schwitzend rausgegangen ist, ja, und nicht mehr konnte. So, das ist das, was hängen bleibt. Und da denkt man sich, ich stelle mich doch nicht mit dem Handy dahin und filme das, nur damit ich dann irgendwo sagen kann, dann ist ja der Sound meistens noch richtig wack auf der Aufnahme. Nur, dass man irgendwann sagen kann, hey cool, ich war da, guck mal. Ja, sondern es geht ja darum, dass man da was erlebt und ja. Bei dir auch sehr interessant, du machst etwas, das eigentlich noch niemand macht, so, das habe ich von keinem gesehen. Du streamst Freestyle-Sessions auf Insta und ab und zu auch auf Twitch, so. Was war die Idee dahinter? Ja, das hat sich auch so ergeben. Also wenn man jetzt den Zufall wieder mit reinbringt, dann kann man da jetzt gern Corona auch mit reinnehmen. Also die Idee war ja, Live-Musik zu machen mit der Band und auch ich für mich, ja, jetzt auch letztes Jahr, dieses Jahr, die nächsten Jahre, da war geplant, Live-Musik zu machen. Und auf einmal großes Happening und alles ist anders und man kann nicht mehr einfach Live-Musik machen, es gibt keine Events mehr. Und dann hast natürlich auch du eine große Rolle gespielt. Klar, weil dich habe ich gesehen, ich glaube Facebook oder Instagram, wobei auf Facebook geht eigentlich nicht mehr viel, da bin ich nicht mehr wirklich aktiv, aber ab und zu, wenn man sich halt mal einloggt, dann sieht man noch ein bisschen was. Ich habe bei dir auf jeden Fall mitbekommen, dass Twitch ein Thema ist. Das kannte ich da gar nicht. Also ich konnte mit dem Thema nicht mal was anfangen. Also mit dem Namen, mit dem Begriff gar nicht. Twitch, was soll das sein? Und dann habe ich aber gesehen, du hast Ausschnitte von dir auch mit reingepackt. Und dann habe ich gecheckt, okay, das ist so ein Livestream-Ding. Ich dachte vorher, dass Livestream kompliziert ist und das kann man gar nicht alleine oder so. Und dann habe ich mich da mal angemeldet, um auch bei dir reinzuschauen, um da auch mitchatten zu können und so weiter. Und dann gemerkt, hey, das ist eigentlich eine ganz smooth Geschichte hier. Und dann geguckt, was gibt es da so für Kanäle und was geht hier so insgesamt ab, was ist das überhaupt, bis ich dann gecheckt habe, was das für eine crazy Welt ist. Ja? Also da gibt es ja wirklich zu jedem Thema gibt es einen Twitch-Kanal. Ja? Leute filmen sich dabei, wie sie die Socken zusammenlegen, ja, oder sonst was. Und also abgefahren. Und da dachte ich mir, cool, das ist eine neue Welt. Ja? Das schaue ich mir jetzt mal an. Hat für mich auf jeden Fall bisher mehr Sinn gemacht als jetzt ein TikTok-Kanal oder sowas. Wobei, weiß ich auch noch nicht. Ja? Ich lehne nichts ab, sondern bin offen für alles. Aber solange ich es noch nicht selber gemacht habe, kann ich auch nichts dazu sagen. Es war auf jeden Fall erstmal ansprechend, live zu streamen. Und wie es halt der Zufall so will, ich hatte mir schon Equipment besorgt für die Musikvideos. Und dann hat das gepasst, das hat gematcht. Ich habe nur noch ein zusätzliches Kabel gebraucht und war streamfähig. Das wusste ich ja auch nicht. Ja. Und dann, ist halt auch cool, dass es so Open Source ist. OBS genau. ist OBS und so weiter. Aber es hat halt echt, du hast es mir schon angekündigt, ich wollte es nicht glauben, dass das Gezeder ist, bis man da mal startklar ist. Du hast gesagt, man braucht mindestens eine Woche. Ich dachte mir, hey komm, ich hock mich schnell hin, dann ist das Ding am Start. Ich habe, glaube ich, mehr als eine Woche gebraucht, ja. Weil du musst ja das Programm verstehen, da musst du überhaupt so Sachen wie Verzögerungen, die schon im Bild, die kriegst du nicht weg, ja, sondern du musst dann die Tonspur mit verzögern, dass das dann miteinander matcht und so. Und naja, genau, Overlays, das kam dann alles. Gibt es ja genug 1000 Kanäle auf YouTube. Man muss aber noch sagen, bevor ich überhaupt mit Twitch angefangen habe, um das noch abzurunden, hat es eigentlich mit Instagram gestartet. Weil da hatte ich mir ich weiß gar nicht, warum ich das mal gemacht habe, da hatte ich mir auch schon zufällig so einen kleinen Go-Mixer, also quasi ein Mobile-Smartphone-Interface geholt. Und damit war ich quasi fähig, den Sound von meinem Mixer ins Smartphone reinzubringen. Und als das mit Corona dann mal so weit war, dass man sagen konnte, okay, hier geht gar nichts mehr, also brauche ich jetzt auch nicht mich mental darauf einstellen und irgendwie mich im Proberaum treffen oder da sonst was vorbereiten. Es muss irgendwie was anderes passieren. Da dachte ich mir, weil Freestyle ist ja auch eine Übungssache und ich übe schon regelmäßig. Und da dachte ich mir, hey, das, was du hier machst, ja, alleine da eine Stunde oder 2, also nicht selten, dass ich einfach mal 2 Stunden Freestyle, einfach als Übungssache. Also jeder, der das auch können will, lernen will, dem empfehle ich das Gleiche.
Ja, Beats reinhauen, einfach freestylen. Man darf da keine Scham haben. Ich weiß, am Anfang ist es noch, da hält man sich zurück, da macht man es nicht vor anderen und nicht so laut. Und wenn man sich verspricht, dann ist es ganz schlimm und so. Alles ganz normal, muss man einfach lernen, damit umzugehen und irgendwann rollt es einfach. Aber ich mache es jetzt auch schon 15 Jahre, also man muss auch schon dabei bleiben. Es ist nicht so, dass man jetzt mal schnell anfängt und dann klappt es morgen oder so, sondern das ist Instagram, genau, bin ich jetzt abgeschweift. Mit Instagram hat es gestartet. Instagram Live habe ich dann für mich entdeckt. Da habe ich dann die Videos gestartet. Dann habe ich die Producer vor allem aus München auch angeschrieben, mit denen ich bisher auch so zu tun hatte. Und habe gemeint, hey, wie schaut's aus? Kann ich auf eure Beats freestylen? Ich will da so eine Show starten. Die Show habe ich dann Freestyle Fruits and Loops genannt. Und die gibt es jetzt immer noch. Und ich mache, am Anfang war es noch jeden Mittwoch. Und dann wollte ich da auch unbedingt da so eine Regelmäßigkeit drin haben. Aber dann habe ich erstmal gecheckt, wie viel Arbeit es überhaupt ist, auch in der Nachbearbeitung. Und irgendwann musste ich aufhören, das jede Woche zu machen, weil das war too much. Bin ich nicht mehr hinterhergekommen. Also mit allem, ich habe ja sonst noch ein Leben zu leben und das hat zu viel Platz eingenommen. Ja. Aber es hat sich dann entwickelt, das ist cool geworden. Ich bin dann so, um das jetzt noch zu beenden, von Instagram auf Twitch rübergegangen, aber nicht, dass ich bei Instagram aufgehört hätte, sondern ich verbinde es jetzt mittlerweile miteinander. Ich habe jetzt auch gecheckt, wie ich den Instagram-Chat mit auf Twitch einbauen kann. Ja, es geht easy. Kannst einfach, wenn du über die Website auf Instagram gehst, dann ist da der Chat auf der Seite, den kannst du dann einfach per Fenster mit einbauen ins OBS. Und dann habe ich quasi jetzt immer Instagram und Twitch gleichzeitig. Habe halt einmal das Smartphone, auf dem ich die Instagram-Kommentare lese. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, sonst checkt man gar nicht, dass ich nicht nur freestyle, sondern ich freestyle mit dem Publikum. Also ich habe das Instagram-Handy quasi und dann den Twitch-Bildschirm und dann ist jeweils ein Chat und das kündige ich im Vorhinein auch schon an, schreiben mir die Leute ihre Kommentare rein, irgendwelche Worte oder wenn gerade irgendwas zum Thema passt und dann packe ich all diese Worte aus beiden Chats in die Freestyles mit ein. Sehr gut auf jeden Fall. Wie kriegst du so dein Alltagsleben auf die Reihe? Du hast ja einen Fulltime-Job und wie kriegst du das nebenbei so mit Musik machen auf die Reihe? Also ist nicht ganz Fulltime. Ich habe mir da mittlerweile ein bisschen Zeit freigeschaufelt für die Musik machen. Das war dann zum Glück auch alles cool und für beide Seiten war das fein. Heißt, ich bin Datenanalyst und habe die ganze Woche viel mit Excel und so weiter zu tun. Und da ist, das ist halt alles sehr logisch und sehr trocken und Zahlen halt und so weiter. Aber da ist dann die Musik eben die willkommene Abwechslung. Und es soll ja nicht nur eine Abwechslung, nicht nur ein Hobby sein, dafür mache ich es einfach schon zu lang, sondern ich habe dann wirklich Zeit, mir freizuschaufeln, um mir nebenbei das richtig aufzubauen. Also das hat jetzt eigentlich erst angefangen vor 1-2 Jahren, dass ich mich wirklich damit beschäftige, also Musik zu machen in einer Form, dass es auch wirklich ein Ziel hat. Nicht nur so, ich mache mal ein Album, ja cool, und dann passiert wieder 5 Jahre nichts, sondern wirklich für sich auch einen Weg festzulegen. Wo will man denn mal hin und so weiter. Und das ist natürlich jetzt alles aus dem Ruder gelaufen. Ja. Die ganze Planung, man merkt auch, es bringt gar nicht allzu viel, Riesenplanungen anzustellen. Die Realität holt einen dann ein. Ja. Aber so verbinde ich beides miteinander. Gibt es irgendwas bei Live-Auftritten oder irgendwas, was im Studio oder so passiert ist? Irgendwas Schräges, was dir so passiert ist, als du Musik gemacht hast, wo du dir gedacht hast, was läuft denn hier gerade ab so? Ja, also wir hatten mal einen Gig hier in München was war das? Kurz überlegen, wie das heißt. Es hat mit Bier zu tun. Da haben die Münchner Brauereien vor allem Tillmanns Biere, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber es ist ein gutes Bier und cooler Dude auf jeden Fall, der Tillmann. Der hat uns eingeladen gehabt zu einem Happening. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da waren die Kleinbrauereien so in München und die haben da ihr Bier quasi vorgestellt. An so ganz kleinen Ständen. Ja. War wie so eine kleine Messe im Endeffekt. Und die hatten halt Entertainment-Programm und da haben die uns gebucht. Und die hatten eine richtig geile Bühne eigentlich, so eine schön kuschelige, mit so einem Raum auch, der gar nicht groß war. Und wir hatten überhaupt keine Erwartung an den Gig. Ja, also sind da hin, haben gedacht, wir spielen da jetzt und so. Und dann war das so ein heftiger Gig, weil die Leute so abgegangen sind. Und weil sie besoffen waren oder anders? Ich weiß nicht, ob es daran lag.
glaube, die waren noch gar nicht so besoffen. Es lag ja nicht unbedingt am Bier, sondern dieses Resonanzding wieder. Wie es der Zufall so will, hat es genau gepasst. Es war genau die Crowd und genau der richtige Sound für die. Und es ging dann so weit, dass wir, als wir von der Bühne runter sind, es eine halbe Stunde gebraucht hat, bis wir an die Bar gekommen sind. Weil die Leute wirklich so, die haben uns nicht weggelassen. Die wollten mit uns reden, die wollten uns anfassen, so ungefähr. Also echt weird, ja. Voll strange, so richtig fanmäßig. Da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, aha, so fühlt sich das also an, wenn so die Leute richtig auf einen abgehen. Das ist mir auf jeden Fall krass hängen geblieben. Ja. Wir haben es nicht geschafft, zur Bar zu kommen, weil die Resonanz so groß war dann nach dem Gig. Krasse Story. Bei BPM, da bist du auch sehr vielseitig. Du rappst BPM in alle Richtungen. Da gibt es auch mal 140 BPM, 160 BPM, ja. Wie auch immer. Das ist ein bisschen auch so dein Ding, auch dieses Double-Time-Ding. So, was magst du am liebsten, welche BPM und warum rappst du alle BPM? Ja, das ist natürlich auch wieder Prägung. Da kommt dazu die Musik, die ich habe vorhin viel erzählt, wie es bei mir kam, und habe ich, glaube ich, mit Beat Junkies und so weiter aufgehört. Das ging ja dann alles noch weiter. Ich bin dann vor allem durch meinen Freundeskreis damals tief eingedrungen in den amerikanischen Underground, und ich habe eigentlich dann irgendwann aufgehört, auch zum Beispiel jetzt Deutschrap so richtig an der Oberfläche mitzubekommen. Es ging ja dann auch in eine strange Richtung, als Argo Berlin und was, so dieses ganze Straßending und so, konnte ich nie wirklich viel mit anfangen. Hat jetzt bei mir keine Resonanz eben ausgelöst, ja, bei anderen schon, und das ist cool und es hat alles seine Berechtigung. Aber der amerikanische Underground-Sound, der hat bei mir Resonanz ausgelöst, und zwar richtig heftig. Da waren meine Helden, würde ich fast schon sagen, Cheshki Ramos, Noah 23 und Eli von den Living Legends. Und alle drei haben gemeinsam, dass sie halt Double-Time-Koryphäen sind. Also da bin ich das erste Mal auch damit in Berührung gekommen, dass Leute wirklich hardcore schnell rappen können. Das war für mich auch noch ein Mysterium damals. Ich habe es einfach nur gehört und fand es einfach nur krass. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, 140 BPM und so. Habe auch noch nicht verstanden, wie man solche Texte schreibt. Ich habe nur einfach irgendwann die Beats genommen, auf denen die ihre Double-Time-Tracks gemacht haben, wenn ich an die rangekommen bin, an die Beats, und habe dann darauf versucht zu freestylen. Und das war auch ein ewiger Prozess. Da war ich am Anfang auch ganz schlecht. Dir fällt ja auch gar nicht so viel ein. Also da hatte ich vielleicht 5 Jahre gefreestylt bis dahin, und da waren noch gar nicht so viele Wörter in meinem Kopf, als dass ich die so schnell überhaupt aneinander reihen konnte. Hast du so Texte und Silben analysiert auch so von solchen Leuten? Nee. Also Texte schreiben ist bei mir intuitiv. Ich weiß, das gibt's. Ich kenne sogar jemanden, der hat ein Buch drüber geschrieben, wie man Rap-Texte schreibt. Oder er hat allgemein ein Buch über Rap und Hip-Hop geschrieben, und da gibt er Empfehlungen zum Texte schreiben und wie man auch Patterns ansetzt und so weiter. Aber habe ich nie gemacht. Das war immer intuitiv. Und meine Heroes auf jeden Fall, von denen habe ich mir das so ein bisschen abgeschaut, habe mir das beigebracht über Freestyles und habe es dann auch irgendwann angefangen, auch als es hier in München dann losging. Am Anfang hat sich ja alles nur in Germering abgespielt, mit der Glockenbach-Werkstatt, Freestyle und so weiter. Du hast uns ins Peace Camp auch geholt. Da war das auch was Neues für die Leute. Also das habe ich auch mitbekommen, das kannten die auch nicht wirklich. Es gab auch in Deutschland nicht wirklich allgemein viel Double-Time-Rapper oder so. Und das war dann schon immer eine interessante Erfahrung, weil ich wusste, das konnte ich aber nicht einschätzen. Was ist das? Was kann ich da? Was ist das? Was gibt es das schon? Taugt es den Leuten überhaupt? Und da war dann schon oft der Fall, dass, wenn ich dann mal so ein Double Time ausgepackt habe, dass dann schon heftige Reaktionen halt zurückkamen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das taugt den Leuten. Ja. Wie war das? Du hast End of the Week, war in München unterwegs, genau. Die touren ja durch ganz Deutschland. Und da gab es dann das Finale, war am Splash, und du wurdest süddeutscher Meister End of the Week, quasi unserer Region. Erzähl mal, wie das damals war und wie das dann weiterging beim Splash. Ja, also hier in München war das sogenannte Städtefinale. Da haben tatsächlich bei diesem Städtefinale auch eigentlich all die Namen, die man heute aus München so kennt, also jetzt mal, sag ich mal, unsere Generation, ja, brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, aber haben teilgenommen, und dann habe ich es da geschafft, das zu gewinnen.
Und das war quasi das Ticket, um auf Splash zu kommen. Und im Splash, beim Splash, da war es dann auch von der Crowd her ganz anders. Da waren 1000 Leute, Crowd, große Stage und da waren dann die 10 Besten. Dann gab es einen Vorentscheid, da bin ich dann weitergekommen. Dann waren es noch die besten 5 und da bin ich dann Platz 4 geworden. Und ich glaube, Drop Dynamic hat das Ding damals gewonnen. Respekt, ja. Bei euch, ihr macht ja, erzähl mal ein bisschen so den Workflow, wenn ihr jetzt quasi Musik und Tracks macht. Du produzierst ja selber, wie im Studio arbeitet ihr, wie entstehen die Tracks und wie kommen die dann raus sozusagen? Kurzen Schluck. Also es läuft ganz viel über Live. Das ist wirklich auch, glaube ich, jetzt das, was ich für mich entdeckt habe. Samples spielt immer eine große Rolle. Wird auch nie aufhören. Aber mittlerweile sehe ich Samples mehr als Tool, als Werkzeug. Weil es auch mittlerweile problematisch ist mit den Rechten und so weiter, die man halt daran eben nicht hat. Ja. Und man kann das Risiko eingehen, machen ja auch ganz viele, verstehe ich auch voll, wird auch oft dann nichts passieren. Aber ich möchte schon, dass die Musik irgendwo zeitlos bleibt und nicht irgendwann aufgrund von Gerichtsurteilen irgendwie nicht mehr irgendwo stattfinden darf. Und deswegen lege ich großen Wert auf, dass eigentlich alles live gespielt wird. Die Drums werden auch live gespielt, halt dann über einen Drumcomputer. Und der Rest, also Basslines, Trompeten eben, Gitarren, also ob es jetzt jemand anders einspielt oder mittlerweile auch ich selber, ist egal, aber es wird live eingespielt. Und ja, mal jeder Track, jeder Song entsteht individuell. Also meistens war es so, dass wir Beats irgendwie von außen verwendet haben. Dann haben wir mit dem Beat-Producer sind wir dann in Kommunikation gegangen, haben gemeint, hey, pass auf, wir würden das Sample gerne einspielen lassen. Dann haben wir es nachspielen lassen, das Sample, sodass es eine neue Version ist. Weil das Sample wurde ja schon vorher so gechoppt und aneinander zerstückelt, dass es ja an sich schon eine neue Melodie ist. Und so hat man quasi seine neue Melodie, die aus dem Sample entstanden ist, man aber nicht den Recht an dem Master hat, das da verwendet wird. Dieses Sample hat man dann nochmal selber einspielen lassen und damit ist die Sache vom Tisch und man hat dann seinen eigenen Sound kreiert. Und ja, das war eine Mischung aus so einer Herangehensweise und einfach im Studio abhängen, Sachen probieren. Der Dr. Love hat Trompete einfach mal eingezockt auf einem Beat, den wir haben laufen lassen und dann haben sich teilweise Melodien ergeben, aus denen dann Hooks entstanden sind oder sonstige Themen, Motive für die Songs. Wie stehst du so zu Rappern, die komplett ihr Image faken, ihre Karriere faken, quasi eine Rolle spielen und so weiter oder manche von den Straßenrappern und so weiter? Wie stehst du zu solchen Thematiken oder wie siehst du das? Ja, Mai, ist eine schwierige Frage, weil wie stehe ich zu denen? Ich kenne sie ja nicht persönlich und deswegen ist es schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Ich weiß, es ist halt ein rhetorisches Mittel. Und also solange es ein rhetorisches Mittel ist, hat es auch irgendwo seine Berechtigung, weil es dann von der Kunstfreiheit gedeckt ist, wie Danger Dan so schön gesungen hat vor kurzem. Wenn es wirklich eine Meinung ist, also wenn jemand wirklich jetzt ganz konkret versucht, mit seiner Musik seine Meinung jemandem aufzudrücken oder sie irgendwie die Medien, in denen die Musik stattfindet, zu nutzen, um seine Meinung zu sagen, dann ist es was anderes. Also wenn man zum Beispiel in Interviews dann auch hört, hey, das ist meine Meinung und ich will so richtig, beleidigend sein, diskriminierend oder so, dann lehne ich es 100% ab, dann hat es keine Daseinsberechtigung, weil dann wird die Musik missbraucht, würde ich sagen. Weil es braucht schon einen künstlerischen, ich finde, es braucht das künstlerische Moment, muss mit drin sein in der Musik. Wenn das nicht gegeben ist, wenn da irgendjemand einen Beat geschickt hat und dann rotzt da einfach nur jemand seine Hassparoden drauf oder so, dann interessiert es mich nicht und ich lehne es auch ab. Klar. Zum Glück hat man die Auswahl. Schön, auf jeden Fall. Ja. Was hältst du so generell von der Münchner Rap-Szene? Ja, also ich bin halt, was meinen persönlichen Musikgeschmack angeht, jetzt da nicht so zu Hause, weil ich ja vorhin schon erzählt habe. Also ich bin auch da wo ich quasi herkomme, amerikanischer Underground, da bin ich auch immer noch treu.
Also das sind auch immer noch die Leute, die ich höre. Und ich höre auch viel Nicht-Hip-Hop mittlerweile. Also ich habe irgendwann den Psychedelic Rock zum Beispiel auch ganz krass für mich entdeckt. The Doors und so weiter. Bin ich ein Riesenfan, ja. Und auch anderer Sound. Ja, deswegen, was soll man sagen? Also ich finde, die Entwicklung ist schon geil, was man so mitbekommt, weil man kriegt es ja über Instagram und so weiter dann mit. Also vor allem, was auch so Boom-Bap technisch hier geht. Leute wie L1, Siras, auch welche, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben. Lowbit Loopers, Bobby Slice. Stark auf jeden Fall, ja. Trash BBX kann man da auch noch dazu zählen. Boah, es gibt so viele, man vergisst immer 1000, ja, deswegen. Aber das sind die, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und allein hat auch seinen Grund, warum wir mit denen zusammengearbeitet haben oder auch immer noch zusammenarbeiten. Das Level, das da mittlerweile erreicht wird, das ist schon echt heftig und da bin ich schon auch so stolz drauf, dass das auch Sound aus München ist. Finde ich richtig krass. Genauso bei Rappern auch. Ja, ich finde es auch geil, dass zum Beispiel die ATP-Crew, ja, dass es sowas gibt. Die Weltuntergang. Ja, aber ich kriege eben, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja in diesem Instagram-Game schon so aktiv, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil es gibt Leute, die sind wirklich aktiv. Das, glaube ich, falle ich gar nicht in die Kategorie. Und ich bin so überdosiert mit Informationen und Musik und also ich bin manchmal selber nur noch am Skippen und krieg's dann gar nicht wirklich mit. Ja, ist eigentlich too much mittlerweile. Deswegen, ich wünsche mir, dass ich die ganzen Sachen dann irgendwann mal live auf einer Bühne irgendwo sehe und es mich dann im Moment flasht und ich dann sagen kann, boah krass, wer sind die, wenn ich die noch nicht kenne oder wenn ich sie kenne, dass ich sage, ja Mann, cool, dass es euch gibt. Ja. Ey, was hältst du, wir leben jetzt 2021, was hältst du so von diesem ganzen Streaming-Zeitalter, in dem wir jetzt leben? Spotify gibt dem Künstler 0,003 Cent. Diesen ganzen Entwicklungen, die jetzt gerade passiert, was hältst du generell davon? Schrecklich. Ja. Warum schrecklich? Weil? Ja, es macht alles kaputt. Also das, glaube ich, muss jedem Musiker klar sein. Jeder, der das Spiel da mitspielt, vernichtet sich selber. Wenn alle Musiker sich entscheiden würden, da nicht mitzuspielen, dann gäbe es eine Chance, dass man über andere Portale, wo mehr gezahlt wird, auch wieder für die Musiker was rausholen kann, weil diese Preise, wie du sie da gerade nennst, oder diese, wie nennt man das, Ausschüttung, ja, das ist ja nichts. Also es existiert ja nicht Hardcore, mal. 0,003, das existiert ja nicht mal. Und wenn man dann, keine Ahnung wie viel, ich will es jetzt nicht vorrechnen, ja, Klicks oder sonst was braucht, um da auf Beträge zu kommen, von dem dann ein Leben möglich ist es total unrealistisch. Also es kann ja nur die Großen fördern und von diesem ganzen System können ja nur die Großen profitieren. Mit den Großen wird man aber nicht zusammenarbeiten. Es gibt so viele Musiker, die Großen haben überhaupt nicht Platz für alle. So, also wie soll die Zukunft aussehen, dass es nur noch die wenigen gibt bei den Großen? Dann ist aber die Musik insgesamt ganz schön langweilig und auch irgendwie monothematisch in eine Richtung, weil man will ja die Vielfalt, man will ja die ganzen Subkulturen, aus denen die ganzen Musikrichtungen kommen. Oder Musik machen wird dann irgendwann nur noch Hobby sein. Weil wer will denn davon leben? Ich meine, im Endeffekt leben wir ja vom Live-Spielen. Gibt's halt nicht. Ja. Gibt's halt nicht, schaut ja auch nicht so aus, als ob es das demnächst wieder gibt. So. Holland macht, glaube ich, Festival dieses Jahr. Gell? Holland hat es durchgezogen, so hat angekündigt, dass die Festivals stattfinden. Das finde ich krass. Okay. Hey, ich hab keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, ja, weil ich will nicht das Geschehen jetzt dahingehend bewerten, aber die werden sicher ihre Gründe haben und ich glaube auch nicht, dass die vulnerablen Gruppen sich auf den Festivals rumtreiben werden. Und ich glaube, dass nach mittlerweile 1,5 Jahren dann die Leute auch selber imstande sind, sich und andere weitestgehend zumindest zu schützen. Also das glaube ich, das traue ich den Menschen schon noch irgendwo zu. Also da kritisiere ich auch diese Bevormundung, dass alles quasi von außen bestimmt wird und man selber irgendwie wie ein Kleinkind behandelt wird, jemand, der nicht mehr mündig ist. Also das sind schon Sachen, die sehe ich auf jeden Fall schon krass kritisch. Und wenn dann aber irgendwelche einzelne Länder, Australien
Er hat die Festivals schon. Also ich hab Bilder gesehen, Stories und so. Ich kenne jemanden, der in Australien sehr erfolgreich ist und den seinen Stories, das ist ganz normal. Das ist alles voll. Und da fragt man sich natürlich schon, also wo sind die Grenzen? Ja, warum länderübergreifend müsste das doch eigentlich überall gleich sein und warum ist es hier und warum da nicht? Und ja, crazy. Thema Features. Gibt es irgendeinen Künstler, mit dem du wirklich gerne ein Feature machen würdest? Sicher viele. Ja. Also ich meine, natürlich, ich habe es tatsächlich geschafft, auf dieser ersten Platte, die ich gemacht habe, Eukalyptos, schon einen meiner Heroes, Noah 23, mit drauf zu packen. Habe ihn einfach angeschrieben, habe ihn den Beat geschickt, also die Demo, die schon da war und so. Und er hat echt Bock gehabt und ist mit drauf. Das ist nice. Natürlich dann, ich würde gerne mit Eli natürlich was machen. Das wäre mein absoluter Traum. CR7Z hat es schon geschafft, mit Eli was zusammen zu machen. Das finde ich ziemlich cool. Das höre ich mir auch gerne an, den Song. Ansonsten du spielst jetzt auf Deutschrap. Ja, ansonsten natürlich auch noch mit Cheshki Ramos würde ich auch gerne was machen. Ja, ich überlege gerade natürlich total viele. Ja, ich würde natürlich mit David P. zum Beispiel auf einem Track mal zu sein. Ja, das sind alles so Idole. Da sagt man, das wäre einfach schon ein Traum an sich. Egal, was am Ende eigentlich fast für ein Song dabei rauskommt. Ja. Allein, dass es schon mal irgendwo festgehalten wird, dass man zusammen was macht. Und natürlich auch, dass man zusammen Zeit miteinander verbringt dann. Also ich bin dann auch nicht so ein Fan von, hey, wir schicken dann da Spuren hin und her. Dann würde ich sagen, dann hat es vielleicht auch gar nicht so, da würde ich es mir dann wünschen. Sondern ich finde, wenn so Musik zusammen machen, dann sollte es auch sein, man begegnet sich zumindest einmal, tauscht sich so ein bisschen aus, dass man überhaupt im gleichen Vibe ist und so weiter. Und ja, dann, aber ansonsten, ich könnte noch sagen, weil ich die sehr respektiere, Amewu zum Beispiel, der hat auch, da werde ich auch oft verglichen mit ihm, auch wegen dieser Double-Time-Geschichten und so, weil er hat halt schon ein paar Alben draußen und da hat er schon Tracks einfach auch drauf, die in die Richtung gehen. Chefcat genauso. Das sind auch die beiden, die waren auch lange Zeit für mich so die einzigen, die ich in Deutschland wirklich hören konnte, weil ich aber auch so auf Double-Time getrimmt war. Also da habe ich schon auch selber meinen Beitrag dazu geleistet, weil ich einfach nur noch irgendwie so Double-Time-Mucke so richtig abgefeiert habe. Ja, ich glaube, dabei würde ich es erstmal belassen. Philosophische Frage, was bedeutet für dich die Hip-Hop-Kultur? Ja, da kann ich, glaube ich, wieder die Brücke schließen zum Anfang von unserem Gespräch. Die Hip-Hop-Kultur und die 4 Elemente, wenn man so will, wobei mittlerweile bestimmt mehr Elemente noch dazugekommen sind, kann man sagen, und ich nicht von allen Elementen Fan bin und ich auch nicht mehr weiß, zum Beispiel, man hat ja auch mal gesagt, der Style, also Klamotten gehören da auch dazu. Und mittlerweile findet es ja auch in den Texten dann statt und so. Also ich glaube nicht, dass von den, sag ich mal, Urvätern und Urmüttern des Hip-Hops der Gedanke war, dass sie irgendwann mal Markennamen in ihre Texte einbauen und indirekt Werbung dafür machen. Okay, aber lassen wir das mal beiseite. Jeder Mensch ist individuell in seiner Prägung, in seinem Bewusstsein und in seinem Geist. Und somit bildet er eine Art Resonanzkörper, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Musik ist was auf uns einprasselt. Es ist eine Schwingung, die auf uns zukommt und wir reagieren auf irgendeine Art und Weise. Es ist wie eine Gitarre, wo du eine Saite anhaust. Ja, wenn es den Körper nicht gäbe, dann käme auch nicht so ein schöner Klang zurück. Und genauso wie man bei einer Gitarre nur manche Akkorde gerne hört und manche eben weniger, ist es mit den Musikrichtungen auch so. Und Hip-Hop ist einfach das, was in den Leuten dann resoniert, aus einem bestimmten Grund. Das können auch aus bestimmten Umständen der Fall sein, wie es zum Beispiel dann in den Ghettos in New York der Fall war, die sozialen Missstände und so weiter, dass man auf was aufmerksam machen möchte. Und alle, die von diesen Missständen dann betroffen sind, die resonieren natürlich damit. Ja, weil die sagen, yes, da wird was ausgesprochen, was ich denke. Das ist natürlich extrem wichtig. Aber auch der Beat, also die Musik an sich, ist auch was bei uns andockt. Auf eine bestimmte Art und Weise. Weil diese ganzen BPMs, wie du sie vorhin beschrieben hast, das ist auch was, ich glaube auch wirklich, dass Leute
Musik nur deshalb hören oder auf einer bestimmten Sache hängen bleiben, oder es hat damit zu tun, wie sie selber ihr Leben gerade leben. Wenn sie sehr hektisches Leben haben und so weiter, dann werden sie wahrscheinlich auch auf eine Mucke abgehen, die in diesem Takt auch stattfindet. Da spielt vielleicht sogar der Herzrhythmus ein bisschen eine Rolle. Und genauso kann ich mir das... Und Hip-Hop mit den, sag ich mal, klassisch jetzt 90 BPM ist halt auch wirklich im Herzrhythmus. Also die Boom-Bap ist sehr identisch mit dem allgemeinen Herzrhythmus, so sag ich mal in einer normalen Schwingung. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass für viele das schon mal grundsätzlich was Unaufgeregtes ist, wo man einfach Texte drüber geben kann. Die Texte stehen dann im Rap zumindest im Vordergrund. Wenn man jetzt noch die anderen Elemente mit reinnimmt, Turntablism zum Beispiel, das ist natürlich auch was, das Scratchen oder auch das Juggeln und so weiter. Das ist ja auch so verspielt, verzockt. Ja? Da würde es mich nicht wundern, wenn diejenigen, die das dann machen und auch diejenigen, die das gern hören, auch ein ähnliches Leben führen. Ja? Verspielt, verzockt, ständig in Bewegung, mal zurück, mal vor, mal kratzig, mal smooth und so weiter. Manchmal muss man einen Übergang machen und ja, Sprayer und so weiter, genau das Gleiche. Also ich glaube, auch wenn es eine Geschichte hat und mal wo begonnen hat und das sich jetzt bis hierher entwickelt hat, das wird immer weitergehen und es werden immer genau die Leute resonieren mit dieser Generation und mit diesem Sound und auch mit dem früheren Sound, die das eben aufgrund ihres Lebens fühlen und selber in eine Schwingung mit dem Ganzen gehen. Klingt jetzt so spirituell, aber ich meine das wirklich so, man resoniert mit der Musik und Hip-Hop ist da das Medium. Erzähl mal, was dieses Jahr kommt von dir. Dieses Jahr kommt ein Album, eine EP. Was hast du vor? Was wird musikalisch, was wird man hören von dir? Ja, also ich will noch nicht zu viel erzählen, weil es noch nicht 100% safe ist. Die Art und Weise, wie wir es dann rausbringen. Das Album ist tatsächlich schon ready, es ist schon fertig. Ich kann schon mal sagen, dass der LBL von Lorbit Loopers, der Eugen, das gemischt hat und das Staub Audio Mastering das gemastert hat. Ich kann sagen, dass Beats drauf sind vom Siras, vom L1, vom Bobby Slice, vom Menace und von Trash BBX, beziehungsweise uns gemeinsam dann. Und es wird wahrscheinlich, der Plan ist jetzt so im September rauskommen. Also genau, ich habe es jetzt eigentlich vorweggenommen. Motivalbum kommt auf jeden Fall. Also es kommt kein Perquist Soloalbum, es kommt ein Motivalbum raus. Wir haben die Band, ja, wir haben ein Album gemacht. Das wird auf jeden Fall kommen, auf die eine oder andere Weise. Das ist eben gerade noch im Gespräch. Und dann habe ich noch ein paar Solo-Sachen. Also ich bin auf so manchem Producer-Album noch mit drauf. Da will ich auch noch nicht zu viel erzählen. Das wird dann noch eine schöne Überraschung. Und an einer Solo-Platte arbeite ich auch parallel, aber ich glaube nicht, dass die dieses Jahr schon rauskommen wird. Kannst du irgendwelche Themen verraten, die du ansprechen wirst auf dem kommenden Motivding? Ja, es spielt sich immer relativ in den gleichen Bereichen ab. Das ist, also es bleibt kritisch, es bleibt gesellschaftskritisch, kritisch gegenüber der Politik, kritisch gegenüber der Wirtschaft bzw. der Industrie, kritisch sich selber gegenüber, kritisch anderen gegenüber, aber mit einer positiven Note. Also wohingegen das letzte Album, das Eukalyptos, teilweise ein bisschen zu melancholisch war, die Leute nicht wirklich einen Ausblick gegeben hat, sondern eher nur so das Negative so ein bisschen dargestellt hat, ist das schon eher so eine Kritik mit einer Vision, mit einer Richtung, wo das Ganze noch hingehen kann. Also Aufgeben ist sowieso bei mir nie ein Thema. Resignation gibt es im Großen und Ganzen nicht, auch wenn ich jetzt aktuell immer wieder kurz vorm Resignieren bin, aber dann hole ich mich immer wieder hoch und motiviere mich. Also aufgeben dürfen wir insgesamt
nicht und gibt auch gar keinen Grund. Ja. Das steckt überall eine Chance drin. Es ist für jeden was dabei, man muss es nur sehen. Es gibt für jeden was zu lernen. Das ist das Wichtige. Man muss aus den Dingen, die passieren, für sich erkennen, was kann ich daraus lernen. Das ist total wichtig, glaube ich. Welche Location in München, wo spielst du am liebsten? Gibt es irgendeine, wo du sagst, ey, das ist so mein Favorite Stage in München, auf der ich gerne spiele? Also ich habe leider noch nicht, zumindest nicht in voller Länge, auf der Muffathalle gespielt. Einmal für ein Feature. Da würde ich natürlich schon gern. Das ist eine krasse Location. Da würde ich mal gern ausgiebig spielen, aber gut, das ist ja dann auch ein anderes Level. Ich glaube, da muss man sogar die ganze Muffathalle mieten, weil da gibt es ja nur wenig so Veranstaltungen, wo man jetzt quasi als Act mal gebucht wird oder so. Miller Club ist auf jeden Fall eins der interessantesten Locations, weil die einfach diese geile Bühne haben, wirkt wie so eine Höhle, ja, wie so eine ausgeschnittene Tropfsteinhöhle irgendwie. Und schräger Boden. Und der schräge Boden, der mittlerweile blau ist. Ich finde, im Backstage gibt es aber auch geile Bühnen. Also ich mag eigentlich sogar diese Kranhalle. Ja, die ist so ein bisschen underrated, aber ich finde, die haben eine saugeile Technik, eine saugeile Akustik da drin. Also da, Kranhalle ist neben, genau, was habe ich gesagt? Nee, Achso, Entschuldigung, habe ich Backstage. Nee, sorry, ich meine Feuerwerk. Kranhalle, weil das daneben Hansa 39 ist auch cool. Aber die Bühne, die ist so abgeschnitten und so mitten im Raum, das ist so ein bisschen strange. Und die Akustik ist dadurch, leidet die manchmal ein bisschen drunter. Und zum Backstage noch, die Backstage-Halle finde ich auch geil. Also richtig stabil. Aber Werk ist auch Hammer. Und Werk ist natürlich, da durfte ich leider noch nicht spielen. Das wäre eins der Hammer. Der Ziele. Da hast du schon mit Discamp Band und so auch gespielt, gell? Ja, wo wir beim Live-Spielen sind, wie machen wir es dieses Jahr? Also ich meine, wir dürfen ja keine Konzerte spielen. In der Wahrscheinlichkeit wird es dieses Jahr so wahrscheinlich nicht passieren. Eigentlich fast jeder, mit dem ich rede, ist der gleichen Meinung. Das heißt, was können wir im Sommer machen? Wie können wir uns ein bisschen organisieren, dass wir irgendwie einfach live draußen Musik machen? Du hast ja auch so ein bisschen so ein Konzept, über das wir schon mal geredet haben. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie du dir das vorstellst. Ja. Also das Konzept ist jetzt noch nicht mega ausgereift und das sind eher nur so Ideen, die so im Raum stehen. Da gibt es so ein paar Ideen. Also ich persönlich habe so eine, du sagst immer so schön, den Lithium-Ionen-Box, also einfach eine Akkubox, die aber tatsächlich was kann. Also die hat einen schönen Subwoofer dabei und dann stopselt man die Heads so oben drauf und dann hat man auch wirklich auf Ohrhöhe dann die Höhen. Wie lange hält die Batterie? Ich glaube 6 Stunden bei vollem Betrieb. Voll okay, ja. Mhm. Und dann habe ich mir das drumherum auch alles schon angeschafft auf Batteriebasis, also Mixer, Beatstationen, wo man Beats abspielen kann und so weiter und halt mit dynamischen Mics und so. Also man ist stromunabhängig. Würde ja mit dem Handy gehen, mit Mini-Klinke auf Ding. Genau, würde oder auch SP. gehen von den Beats. Ich habe jetzt SP404, lädt man die Beats drauf, spielt sie von dort ab und so, ist auch geil. Also das ist eine Möglichkeit. Somit steht schon mal die Technik. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen, man braucht keinen Stromanschluss. Jetzt halt die Frage, wo? Innenstadt kommt nicht in Frage, weil muss man vorher irgendwie im Rathaus antanzen und irgendwie, also kann man schon mal machen, aber ich weiß gar nicht, ob die das dann abfeiern werden und man da eine Genehmigung gibt. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob das ist, wo ich auch hin will, so in der Altstadt dann da stehen und irgendwie, und ob dann verstärkt, weiß ich auch gar nicht, ob ja, das da dann musst du ja eine Maske tragen, also du musst dann eine Maske tragen in der Innenstadt. Achso, kommt auch noch dazu. Ja, also die Umstände sind dann auch noch nicht so geil. Und vor allem, ich weiß gar nicht, wie sie es mittlerweile machen. Ich war schon lange nicht mehr in der Innenstadt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie die Musiker das aktuell dort machen und ob es da die Trauben, die sich ja meist da bilden. Ich glaube, es gibt im Moment keine Musiker, weil Musiker, glaube ich, dann, ich höre keine, ich arbeite dort in der Nähe. Mhm. Das heißt, es gibt keine, weil du dann Gruppen bilden würdest. Ja, genau. Das, denke ich, wird das Hauptargument sein. Und also deswegen da mal weg davon. Ich kann mir vorstellen, mich an die Isar zu stellen. Brudermühlbrücke, Wittelsbacher, irgendwo, wo halt nicht so viel Action ist, also vielleicht jetzt nicht gerade an der Reichenbach. Hast du auch noch geil gesagt, Theresienwiese, auch geile Location. Ja, genau, da hat aber letztens, habe ich es jemandem erzählt, der hat mir dann gesagt, eine Polizeistation ist direkt auf der Theresienwiese, deswegen weiß ich nicht, ob
die dann da so down damit sind. Ich war aber auf der Theresienwiese jetzt schon wirklich oft letzten Sommer und neben dem Kunst im Quadrat, was ja dann offiziell ist, gab es halt schon echt viele Musiker, die sich da mit Boxen auch hingestellt haben und einfach Straßenmusik gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die eine Genehmigung haben, vielleicht musste man einfach auch mal mit denen reden, aber man hört halt außenrum nichts. Das ist halt das Geile. Also wenn man auf die Theresienwiese geht, dann hörst du nichts davon, dass da gerade in der Mitte irgendwo jemand ein Konzert gibt. Ja, auch so, du hast ja nichts, was resonieren kann. Also wie wir bei der Resonanz, ja, weil der Sound verschwindet einfach. Es gibt keine Wand, an der das Ganze wieder zurückkommt oder so. Und deswegen fängst du erst an, was zu hören, wenn du dich halt 100 Meter oder so da in der Nähe bist oder 50 oder so. Und erst dann, okay, da ist irgendwas. Dann geht man näher hin, ach krass, hier ist ja sogar ein richtig kleines Konzert am Start. Deswegen denke ich mir, das dürfte am wenigsten Probleme geben. Aber gleiches Argument, bilden sich wieder Trauben, eine Gruppe, dann sieht es die Polizei, die kommt dahin, löst das Ganze auf. Dann war das ganze Hintragen vom Equipment im Endeffekt umsonst. Aber man muss es mal probieren, das Gleiche dann auch an der Isar. Muss man einfach mal probieren, da gehen auch die Securities entlang. Im schlimmsten Fall kommt Polizei, weil sie irgendjemand ruft. Muss man auch einfach mal riskieren. Und es gibt noch andere Spots in München. Also deswegen mein Tipp ist, sich mit diesen Akkuboxen einfach mal hinstellen, einfach mal ausprobieren, was geht. Weil wenn irgendwas gar nicht erlaubt ist oder so, dann werden wir das schon früh genug erfahren oder irgendwie mitbekommen. Was noch eine witzige Idee ist, um das noch mit reinzubringen, ich habe mal drüber nachgedacht, es gibt ja diese Bierbikes. Da hocken sich so 5, 6 Leute, das kennt ihr wahrscheinlich, viele hocken sich so im Kreis und die treten alle und einer lenkt das Ganze dann. Und normalerweise macht man das, um währenddessen zu trinken, bis auf eben den Fahrer, der das Ganze lenkt, der muss nüchtern sein. Und dann hat man ja so eine Art Tisch. Und da könnte man ja schon irgendwie auf einen Platz so die Box fixieren oder so oder 2 Boxen in 2 Richtungen und auf dem Tisch dann das Equipment. Und theoretisch könnte man dann easy im Schritttempo durch München cruisen und dann da einfach fahrende Gigs machen. Und hinter dir bilden sich Menschentrauben und rennen hinterher. Ja, und die Leute, die ja Bock haben, die gehen halt mit, aber man ist ja in Bewegung. Das ist was anderes, als wenn man steht. Also wenn, an der frischen Luft wenn draußen, dieses Aerosol-Argument dann kommt, man ist ja in Bewegung. Also dann hat zumindest mal einen Luftzug, der da am Start ist und so. Und außerdem, wie will man was fährt, wie will denn jemand da einen Platzverweis verteilen oder so. Also einfach mal ausprobieren und dann gucken, was passiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich da irgendwie eine krasse Strafe, ein Bußgeld oder so. Selbst wenn, dann hat es halt Lehrgeld, ja. Oder man legt halt dann zusammen, um das Ganze zu zahlen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch cool, wenn da mal von der Politik mal eine Option gibt. Ja, es geht ja immer um Perspektiven und so weiter. Ja, gibt uns doch mal Perspektiven. Was können wir denn machen? Was ist denn erlaubt? So, jetzt müssen wir uns im Zimmerchen treffen und darüber überlegen, wo können wir irgendwie so kleine Minigigs machen und was sind dann die Strafen, die auf uns warten, anstatt zu sagen, hey Leute, pass auf, das und das könnt ihr dann machen, ja, mit den und den Vorlagen. Ihr müsst zum Beispiel, ein kleines Hygienekonzept haben, so wie bei den Straßenmusikern in der Innenstadt, da habe ich schon gelesen, die brauchen ein Schild, wo drauf steht, bitte Abstand halten und vielleicht, wenn es Geld ist zum Einwerfen, dass daneben dann Desinfektionsmittel ist und so. Ja, wenn das alles die Vorgaben sind, dann sagt sie uns und lasst uns danach halt versuchen, das irgendwie gemeinschaftlich, wir stecken ja alle mit drin. Und die Leute, die haben ja Bock auf Kultur. Sie ist ja so wichtig. Kultur ist ja auch ein insgesamtes Ventil für eine Gesellschaft, das so viel auffängt. Wo sollen denn die ganzen Energies, die sonst von der Kultur aufgefangen werden, wo sollen die denn alle hingehen? Also deswegen ist es dringender Bedarf, dass da was passiert. Hoffen wir das Beste. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Perquis, hat richtig Spaß gemacht, dich zu interviewen. Auf jeden Fall, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, Shoutouts, was du raushauen willst oder sowas? Shoutouts an den Buschbeier. Du hast mich schon viele, viele Jahre begleitet und machst immer sehr stabile Sachen. Das Peace Camp, da sind viele durch dich groß geworden. Shoutouts an die Soundstar Studios, dass ihr das Ganze hier technisch möglich gemacht habt. Vielen Dank für die Einladung. Leute, bleibt dabei, gebt die Hoffnung nicht auf. Wir müssen da alle gemeinsam durch. Und ich hoffe, letzten Endes wird es schon irgendwie werden. Das war Folge 32, Artist Talk aus den Soundstar Studios mit dem Rapper Perquis. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Checkt die Webseite aus, wir haben einiges am Merch an Start. Folgt uns auf Instagram, abonniert auf jeden Fall den Kanal, liked den Kanal, kommentiert drunter, stellt uns Fragen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.